Heute geht unsere Reise los in Stuttgart. In der Nähe vom Bahnhof gibt es den oberen Schlossgarten und den Schlossgarten. Das rechts, das ist das Staatstheater und links das Gebäude, was so ein bisschen aus den Bäumen hervorguckt, das ist die Staatsgalerie. Und dazu das neue Schloss Stuttgart. Ich möchte mich noch ein bisschen konkretisieren. Das ist das Staatsschauspiel und dazwischen liegt genau die Staatsgalerie. Und wir gehen jetzt weiter in die Richtung Bahnhof. Hier spricht jemand, der keine Ahnung hat vom Bauen. Ich frage mich trotzdem ein bisschen, was daran so lange dauert. Vor der Fahrt kann man sich auch noch stärken und zwar direkt am Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten. Sonja Merz heißt er eigentlich, aber ich finde Biergarten und Schlossgarten einfach den schöneren Namen. Und da gibt es natürlich ganz klar das Stuttgarter Hofbräu und hier ein Kellerbier und wir gehen gleich zum Bahnsteig, der ist nämlich genau dahinter, hinter der Steffi. Hier in Stuttgart gibt es übrigens das Fitnesstraining inklusive, wenn ihr aus dem Biergarten kommt und zum Bahnhof wollt. Da hinten geht es hoch zum Bahnhof, zack rein und dann geht es hier und dann nach dort. Wegen des Wetters bräuchten wir nicht nach Venedig fahren. Ist heute genauso schön wie dort. Jetzt sieht der Biergarten richtig gut aus. Gefühlt 5 bis 10 Minuten später. Venedig, Zagreb oder Budapest, ihr habt die Wahl. 20:31 Uhr geht's los, wir haben es jetzt 20:15 Uhr und ihr seht, der Zug ist dreigeteilt, das heißt, achtet drauf, wo ihr einsteigt. Einmal Venedig, einmal Zagreb, was ich auch sehr empfehlen kann. Da gibt es schon ein Video von uns und einmal Budapest. Kaum ist der Zug nach Regensburg raus, schon kommt unser Nightjet eingefahren. Da hinten sieht man ihn schon, gleich rollt er herein. Das sind jetzt die ungarischen Wagen nach Budapest. Budapest. Aber das wird ja sein. Das ist ja. Dann. Die Wagen sind ein bisschen gemixt. Dann haben wir hier die kroatische Bahn, glaube ich, nach Zagreb. Da gibt es ein Video von uns schon. Und ganz da hinten ist dann Venedig. Und der Bahnsteig ist relativ voll. Hier wie gesagt Zagreb. Venezia, Santa Lucia, Couchette. Wir gehen jetzt hier rein. Das ist jetzt unser Abteil für heute Nacht. Wir zeigen es euch gleich ausführlich. Wir haben noch 8 Minuten Zeit, einen Grund mal nach vorne zu gehen. Und zwar haben wir hier 2 Schlafwagen, 2 Liegewagen und 1 Sitzwagen. Das ist die Einheit, die mit uns nach Venedig heute Nacht fährt. Ich versuche mal noch bis vorne hinzugehen, dass ich euch die Lok zeigen kann. Ihr seht, ich versuche mich immer dran zu halten, das klappt nicht immer. Mir hat jetzt jemand neulich gesagt, ich soll euch auch immer die Nummer zeigen. Dann fangen wir hier mal an. Das ist die Nummer. Ich hoffe, das ist die richtige, die ihr sehen wollt. Dann habe ich verstanden, dass das die Länder sind. Österreich, Schweiz, Deutschland, Ungarn, Rumänien. Warum das durchgestrichen ist, und Bulgarien. Da kann die Lok wohl fahren. Das sieht man wohl daran.
Und so sieht sie dann aus. Und so sieht unser Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof aus. Gleich mal ein Blick in die Sitzwagen. So sieht das Ganze hier aus. 2 Steckdosen, Tische, und die Sitze kann man nahezu zusammen machen, dass man das wirklich, oder die kann man eigentlich flach machen, dass man hier liegen kann. Vor allem, wenn man einen Privatabteil gebucht hat. Und wir gehen wieder vor. Wir haben noch 5 Minuten Schlafwagen. Den zeigen wir euch auf der Rückfahrt. Das dauert noch ein bisschen. Das gibt es im nächsten Video hier. Wird Zeit einzusteigen. Hier jetzt mal ein bisschen, weil bei uns das Abteil mit Steffi und Zoe belegt ist. Hier haben wir das Abteil für jemanden ganz alleine gemacht. Vorbereitet, da scheint nämlich nur ein Wasser zu stehen. Das heißt also, ein Wasser gibt es hier dann dazu. Dann gibt es hier zweimal diese wunderschönen Kekse, die ich wirklich lecker finde. Und dann hat man hier die Bettfläche. Bettzeug besteht aus Laken, Kopfkissen und Decke. Und das war's weitestgehend. Und was mir auffällt ist, ich glaube, das wird heute schlecht mitarbeiten. In den Schlafwagen gibt es augenscheinlich keine Steckdose. Im Gegensatz zum Sitzwagen, den ich euch gerade gezeigt habe. Aber gut, die Zoe möchte Phase 10 spielen. Wer kennt denn das Spiel Phase 10? Würde die Steffi übrigens lachen. Das werden wir jetzt gleich mal spielen. Aber vielleicht packen wir vorher mal und packen mal aus und messen mal ganz kurz noch das Bettchen hier. Hier bei diesem Gefährt, da sind schon die Lichter nach vorne eingeschaltet. Könnten wir natürlich auch damit nach Venedig fahren. Bahndienste, afl-bahndienste.de. Spannend. Kleinwagen, Nummer, bla 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 bla, die kann ich nicht genau lesen. Jim-Knopf. Und wir fahren los. Also wir fahren vor diesem Wagen. Auf geht's von Stuttgart nach Venedig. Dieses Vergnügen zeige ich euch dann natürlich mal von der anderen Seite. Da sieht man wenigstens ein bisschen Bahnhof. Gleis 16 sind wir losgefahren. Und wir sind 1 Minute verspätet, aber da wollen wir jetzt nicht meckern. Das Ticket habe ich übrigens gar nicht ausgedruckt, ich habe es nur in der ÖBB-App. Ich buche das immer über die ÖBB oder bei Nightchat. Und dann könnt ihr gleich mal ein paar Experten sagen, was das für Lokomotiven sind. Da guckt mal diese gepunkteten. Smart Rail, das ist vielleicht eine Marke. Zwei Steckdosen habe ich jetzt doch gefunden. Eine hier und eine hier, wobei ich mir die nicht so richtig zutraue zu probieren. Hier draußen ist noch eine Steckdose und ein Spiegel. Und wir sind schon im Bad Cannstatt. Geht schnell, ist schon der halbe Weg. Steffi und so, die lachen da drin die ganze Zeit. Was ich ja lustig finde, neben der Steckdose im Spiegel am Gang gibt es auch ein Utensil hier. Und da habe ich gesagt, wieso ist denn da hier oben so ein Dings? Das ist ja schon weit oben. Das ist wahrscheinlich das Utensil für eine Trinkhalle. Kann man das Bier draufstellen. Und sitzen kann man hier draußen auch. So. Schöner Sonnenuntergang hier. Oder zumindest Restlicht vom Abend. Ich habe es euch drüben gerade im anderen Abteil schon gezeigt. Ihr seht, wir haben hier 3 Flaschen Wasser und jede Menge von diesen Keksen. Da fehlen aber schon ein paar. Ich glaube, die wurden schon genommen und entnommen. Und dann gibt es noch die Speisekarte. Herzlich willkommen in Göppingen. Guck mal da drüben, in diesen Wagen läuft ein Fernseher. Ja, dort. Göppingen haben wir jetzt 10 Minuten Aufenthalt noch und dann sagt der freundliche Schaffner, wir seien nicht immer verspätet. Das fand ich jetzt sehr nett. Guck mal, da sind die Steffi und die Zoe.
Tschö. Ciao. Und hier steht unser Zug. Also Zagreb, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist echt ein schönes Reiseziel. Auch mit dem Wagen hier kann man super gut von München oder von Stuttgart nach Zagreb fahren. 21:50 Uhr und wir sind in Ulm. Und wir spielen gerade, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Spiel Phase 10. Für die Steffi sieht es nicht gut aus, wollte ich nur sagen. Wir sind immer noch in Ulm und hier drüben steht die Westbahn nach Stuttgart. Da steht extra dran, kein DB- und ÖBB-Ticket. Wir haben jetzt schon mal das Bett vorbereitet wieder auf die richtige Ebene. Und jetzt legen wir erstmal den Schlafsack aus. Und das ist zur Erklärung eine Art Schlafsack, weil man kriegt dann so ein bisschen rein. Und warte mal, ja doch, es ist genau so. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, als man so denkt. Und dann ist das nämlich hier eine Art Schlafsack, das müsste da hinten zu sein. Gucken wir mal, ob das so ist. Sieht ein bisschen verwühlt aus, aber ich sage, das wird genauso, wie ich es gesagt habe. So, und dann hat man im Prinzip dieses Laken, was hier hinten zu ist. Dann kann man sich das hier so drüber schlagen. Und deshalb ist es nämlich schön breit, dass man sich hier schön drüber schlagen kann. So. Die Zoe versucht das so ein bisschen zu filmen. Dann kriegt man hier quasi rein. Und dann legt man sich das Kopfkissen hin. Zack. Schön hier hinten natürlich bis zum Schluss. So. So kann man jetzt hier reinkriechen. Hier hinten gibt es noch so, das ist der Ansatz. Und dann kann man jetzt hier reinkriechen. Und dann gibt es natürlich noch, damit es perfekt für die Nacht ist, diese schöne ÖBB-Decke oben drauf. Hier steht sogar, was steht denn hier? Da müssen wir natürlich richtig rummachen. ÖBB Nightjet. Jetzt haben wir hier das Bett. So sieht es aus. Hier hat man einen Getränkehalter. Hier hat man noch ein privates Leselicht, wenn man möchte. Hier kann man noch was ablegen, wenn man auch möchte. Und dann kann man hier oben noch, wenn man möchte, noch das mit den Gurten noch so machen, dass man quasi nicht runterfällt, wenn man das tun möchte. Möchtest du das tun? Nee. Nee, das würde so sein dann. Ja, die Zoe macht's mal. Zack. Und dann muss man das hier noch machen. Ich gehe mal zur Seite, Zoe. Kannst du es hier mal reinstecken? So, und das ist quasi Runterfallschutz, damit man nächtlich nicht aus dem Bett fällt. Gut. Wir messen jetzt aber gleich mal, wie groß das ganze Ding ist. Aber ich glaube, die Zoe will das nicht. Was? Nee, den Runterfallschutz nicht. So, den kann man da oben wieder reinstopfen, wenn man es nicht möchte. Perfekt. Wie immer die Länge des Bettes, da liegen wir ungefähr bei 1,80. Hier hinten ist dann Schluss und hier ist auch unten, also 1,80 könnt ihr langsam. Ihr habt hier noch ein bisschen Luft, guckt mal. Das heißt also, wenn ihr ein bisschen drüber strecken wollt, dann seid ihr vielleicht bei 1,85. Vorne beim Fenster kann man auch noch drüber strecken. Da hat sie Zoe nämlich am Ende der Matratze hingehalten. Das heißt, wir hätten hier, ich schiebe es mal hinter, guck mal, wir hätten hier ungefähr noch mal 10 cm Luft. Das wäre die Länge. So, und die Breite, da liegen wir glattweg bei, naja, knapp 70, ich würde sagen 69, 68. So, das wird jetzt das Schläfchen für die Nacht oder das Bett für die Nacht. Und wir melden uns aber gleich nochmal, weil es gibt natürlich noch eine Aufgabe, die wir heute noch erfüllen müssen. Ich bin mal nach oben ins Abteil geklettert. Hier oben kann man noch Gepäck hin tun. Und wenn man Angst hat, dass man von oben runterfällt, guck mal, hier gibt es so eine relativ hohe Kante. Das sind ungefähr, ich würde sagen, 5 cm schon hoch, da fällt man nicht so leicht runter. Da liegt auch nochmal Bettzeug, aber wir haben uns heute entschieden, 2 unten, einmal Mitte als Standard für heute Nacht. Da gibt es auch ein Leselicht dort oben. Also ihr seht, das passt alles. Und jetzt geht es wieder runter. So sieht unser Abteil aus. Hier oben kann man auch noch zeigen. Man kann also das Abteil verschließen, gleich zweimal. Dann hat man noch die Heizung, dann noch die Lautsprecherdurchsagen. Ich glaube, diesen Regler hat noch kaum jemand geregelt. Und so war es das Ganze. So, und jetzt mache ich mich auch bettfertig, beziehungsweise hole nochmal ein Bier.
ein Gamechanger im Liegewagen, wenn man keine eigene Dusche hat, sind diese Teile, feuchte Waschlappen, einmal Waschlappen. Und wir sind irgendwo schon wieder bald. Roma. Roma stand da draußen gerade dran, sagt die Steffi, glaube ich jetzt nicht, dass wir schon in Rom sind. Fahren ja auch gar nicht nach Rom. Wir haben uns gerade die Frage gestellt, warum ist bei uns die Tür durchsichtig und bei den anderen Leuten nicht? Und dann haben wir festgestellt, oh, die Steffi, wir machen hier das hoch und dann ist ein Sichtschutz nach draußen. Ganz praktisch. Hier gleich mal ein Blick in den Waschraum. Eiffelturm, hallo, grüß euch. Also das ist so ziemlich okay, finde ich. Das ist hier die Toilette. Ist auch relativ groß und sieht sehr sauber aus, sagte gerade die Steffi. Und hier gibt es sogar noch einen zweiten Waschraum. Und wir sind immer noch im Zug von Stuttgart nach Venedig. Die Challenge ist geschafft. Das Bierchen, in dem Fall wirklich das Bierchen 0,33 für 3,90. Hörter Privatpilz, der Ort Hürth, wo das Bier herkommt. Ich glaube, der hat nur 120 Einwohner. 11:15 in Augsburg. Hier steigen ganz schön viele Leute heute zu. München Ost, kurz nach 12. Und der Bahnsteig war sehr, sehr voll. Und ich wünsche jetzt eine gute Nacht. Wir schlafen jetzt mal bis Venedig. Eine wunderschöne italienische Morgenstimmung erwartet uns um 6:42 Uhr. Gleich gibt es Kaffee und Frühstück und hier gibt es Sonne. Und für alle Bahnexperten unter euch, ihr wisst, in Italien gibt es Linksverkehr auf den Schienen. Das heißt, der Zug fährt jetzt auf der linken Seite und nicht mehr auf der rechten. Wenn wir einmal beim Linksverkehr waren, in Österreich werden 15 Kilovolt Wechselstrom verwendet, in Italien 3 Kilovolt Gleichstrom, um die Züge zu betreiben. Was es für einen Unterschied macht, das weiß ich nicht, das könnt ihr mir vielleicht erklären. Aber die Landschaft sieht auf jeden Fall hier richtig schön italienisch aus. Auf der anderen Zugseite, da sieht man die Dolomiten. Gegen 7 Uhr ist das Frühstück gekommen, 2 Brötchen, Butter, Marmelade und natürlich auch ein Kaffee. Das war jetzt Treviso und bald sind wir in Venedig und wir sind fast pünktlich. 5 Minuten vielleicht Verspätung. Das ist Venezia Mestre und die letzte Station vor Venezia Santa Lucia. Mestre ist quasi der Festlandsteil von Venedig. Heute Nacht gab es einmal Rangierarbeiten und die haben wir relativ deutlich gehört in Salzburg. Das lag daran, dass wir hier wirklich am Ende des Zugs waren. Und ansonsten war aber das eine wunderbare Nacht. Wir haben gut geschlafen, heute Morgen mit Sonne, italienischer Sonne aufgewacht. Frühstück war gut und dann noch der Kaffee. Ja, ist richtig lecker. So. Und wir sind gleich jetzt pünktlich, fast nahezu pünktlich in Venedig. Jetzt kommt das, was eigentlich der traumhafteste Moment dieser Fahrt ist, dieser Nachtzugfahrt. Die Überfahrt über die Lagune nach Venedig. Wir biegen jetzt hier gleich rechts ab und fahren dann wirklich in die Stadt rein, über das Wasser. Auf der anderen Seite kann ich euch auch gleich noch zeigen, da ist dann die Straße noch parallel. Und auf jeden Fall, guckt mal, diese wunderschöne Morgensonne, diese glatte Lagune. Da hinten rechts diese Inseln, ihr seht es vielleicht ein bisschen, das ist Murano. Und wir fahren jetzt über die Lagune von Venedig.
Halb links hinten sieht man übrigens den Flughafen Marco Polo. Jetzt sind wir gleich da. Ich liebe diese Einfahrt hier. Das ist jetzt unser Nightjet gewesen, ne? Von München und Stuttgart nach Venedig. Auf geht's zum Bahnhof rein. Wir haben mal die ganzen Leute aussteigen lassen und losgehen lassen. Jetzt ist es hier schon relativ leer. Also wie gesagt, eine coole Fahrt, sehr praktisch. Man geht abends ins Bett und wacht morgens in Venedig auf. Und das ist der Zugteil von Wien. So schön sieht es hier aus, wenn man hier am Bahnsteig kommt. Man ist drinnen und sieht draußen das Wasser. Venezia Santa Lucia, so sieht der Bahnhof von draußen aus. Und hier gegenüber, da ist wie gesagt schon Wasser. Wunderschön. Und jetzt kaufen wir erstmal ein Ticket für die Boote. Ein Blick auf den Hauptbahnhof Venezia Santa Lucia vom Boot aus. Vielleicht kurz eine Sache, wir haben jetzt nicht Venezia Unica genommen, das wäre glaube ich irgendwie günstiger, aber ich verstehe das noch nicht, das System. Wir haben jetzt 3 Touri-Karten, 7 Tage, à 65 €.